Hallo und herzlich willkommen auf NForce Tech TV, dem digitalen Format der NForce Tech. Wir sind bei NCP und ich habe hier den Christian. Christian, grüße dich. Hi, grüß dich. Schön, dass ihr euch die Zeit nehmt, euch mal hier vorzustellen. Was macht die Firma NCP? Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns, hier auf der Messe zu sein. Wir sitzen in Nürnberg. Für uns natürlich dann ein Heimspiel, genau, perfekt. Unser Thema ist sicherer Remote Access, hochsichere Verbindungen. Der klassische Anwendungsfall ist, dass die Leute im Homeoffice arbeiten und auf die Firmen internas zugreifen möchten. Wir dürfen uns auch qualifizierter Hersteller im Sinne des BSI, also des Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, nennen. Unsere Lösungen sind für die Verarbeitung von Dokumenten mit den Geheimhaltungsstufen VSNFD sowie NATO und EU-Restricted zugelassen, was uns dann natürlich die Möglichkeit gibt, Unternehmen aus dem Defense-Bereich, kritische Unternehmen, sicherheitsbetreute Unternehmen, aber auch Behörden und Ministerien zu betreuen und mit NCP-Lösungen zu beliefern. Ihr seid also kein Neuling im Rüstungsbereich, sondern seid da schon gut angekommen und wünscht euch jetzt noch ein bisschen weiter verbreitet zu werden, denke ich mal, ne? Sieht's aus, genau. Wir haben tatsächlich schon einige namhafte Hersteller und Ausrüster aus diesem Bereich, sowohl in Deutschland, aber auch EU-weit. Ja, du hast jetzt als Beispiel genannt, Kommunikation vom Homeoffice in die Zentrale. Wie ist es denn, wenn ich jetzt eine Firma habe, die mit anderen Firmen kooperieren muss und da ein Datenaustausch stattfinden muss? Kann man da noch zusätzliche Tunnel aufbauen oder wie ist das Konzept gedacht bei euch? Natürlich, aber grundsätzlich ist es so, dass jede Firma quasi ihre eigene VSNFD-Umgebung haben sollte. Wir können aber beliebig flexibel skalieren, also ob jetzt 10 Mitarbeiter oder 100 Mitarbeiter, spielt bei uns keine Rolle. Aufgrund dessen, dass wir zu 100% softwarebasiert sind. Ja. Also bei uns kommt kein Stück Hardware mit. Genau. Aber ihr seid trotzdem mit den Hardwarefirmen natürlich in einem engen Kontakt. Ihr arbeitet, glaube ich, mit HP zusammen, richtig? Genau, da ist jetzt neuerdings eine Kooperation mit HP Deutschland und Rohde & Schwarz entstanden. Da gibt es die HP SureStation, die hat den NCP VS-COVNET Connector und die Rohde & Schwarz Festplattenverschlüsselung Trusted Disk bereits vorinstalliert. Quasi eine All-in-One-Lösung, damit man direkt mit VS-Daten arbeiten kann. Sehr cool. Genau. Magst du noch irgendwas erzählen zu eurer Firma? Ja, vielleicht noch ganz kurz den Aufbau unserer Lösung. Wir bestehen grundsätzlich aus 3 Komponenten. Einmal den VS-COVNET Connector, der quasi am Endgerät installiert wird und die hochsichere Verbindung herstellt. Ja. Dann haben wir noch unser NCP VS-COVNET Server, der quasi das Gegenstück bildet und den Zugriff auf die internen Netze überhaupt möglich macht. Und das Herzstück, die dritte Komponente, ist quasi unser zentrales Management, unser Secure Enterprise Management, das beide zulassungsrelevanten Produkte, also Connector und Server, zentral verwaltet. Also der Single Point of Administration, sprich zentrale Rollouts, Massenrollouts, Updates, Kleinkonfiguration, granulare Zugriffskontrollen, kann man alles zentral über die Management-Konsole einstellen, was natürlich den Aufwand für die IT extrem erleichtert und reduziert. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie kann sich denn der Endanwender dann authentifizieren für den VPN? Hat er einen Token oder muss er ein Passwort-Benutzer eingeben? Nutzt er seinen Single Sign-On, den er mit seiner Computeranmeldung hat, oder bietet ihr alles? Also grundsätzlich ist es so, im VS-Bereich nutzen viele unserer Kunden das Zusammenspiel zwischen NCP und Rohde & Schwarz. Da gibt es dann meistens die Festplattenverschlüsselung mit einer Karte zum Authentifizieren, die dann im Rechner und im Server steckt. Ja. Und dadurch ist eben der zweite Faktor gegeben und die Mitarbeiter können direkt auf die VS-Daten zugreifen. Sehr cool. Ja, vielen, vielen Dank, dass du uns das mal kurz gezeigt hast. Christian, wir schauen mal weiter, was es hier auf der NForce Tech noch zu sehen gibt. Ich kann es wieder nur wiederholen, wie auch bei den anderen Ständen im IT-Sicherheitsbereich. Vernachlässigt dieses Thema nicht. Gerade hier das Zusammenspiel vernünftiger Komponenten und vernünftiger Systeme sollte immer bedacht werden, denn am Ende des Tages nützt einem das beste Waffensystem nichts, wenn es ganz leicht gehackt werden kann und gegen einen selber verwendet werden. Von daher schaut euch diesen Bereich an. Alles, was ihr zur NCP wissen wollt und müsst, findet ihr einmal unten in der Videobeschreibung den Link und da könnt ihr einmal euch weiter informieren. Wir sind raus und gucken, was es hier noch so zu sehen gibt. Denkt daran, die Glocke zu klicken und den Kanal zu abonnieren, um keine Videos zu verpassen. Wir sind raus. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye. Ciao.